Jo, jetzt sind wir wieder da in Mommark. Ein Eldorado für jeden Ostseeangler, wenn es auf Dorsch und auf Plattfisch geht. Jetzt wisst ihr ja natürlich alle, Dorschlimit, das ist auch hier in Dänemark so. Ich denke mal, das wird auch so sein. Das wird uns Matze mir nachher verraten. Mit denen haben wir uns hier verabredet in Mommark, dass hier auch nur ein Dorsch pro Nase entnommen werden darf. Das bedeutet nicht für euch Hochseeangler, dass das Hochseeangeln jetzt damit vorbei ist, weil ein Dorsch dürft ihr ja. Aber wenn ihr die Chance habt noch auf zusätzlich richtig tolle Plattfischfänge, dann seid ihr hier in Mommark genau richtig. Und das wollen wir uns heute angucken. Da nimmt mich, oder da nimmt uns, weil Katrin ist auch dabei, Mats heute mit. Und dann wollen wir versuchen, mit Seeringelwürmern, aber auch mit Kunstködern, die Plattfische ja, an die Haken zu bekommen. Und das zeigen wir euch jetzt heute. Hey Mats, schön, dass wir uns mal wiedersehen. Hallo. Ja, willkommen in Mommark. Ja, so. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wie damals, ja, wir haben uns schon etwas länger nicht mehr gesehen, aber wir kommen immer mal wieder zusammen. Ja. Und was haben wir heute vor? Wie damals gesagt, an unserer letzten Aufnahme seid ihr immer herzlich willkommen bei mir. Danke. Und ich habe ja gehört, ihr wollt heute Abend so eine schöne Scholle in der Pfanne haben. Das wäre toll. Und da habt ihr mich gestern angerufen, ob ich Zeit habe für euch. Und ihr habt Traumwetter mitgebracht. Und ja, heute wollen wir ein bisschen auf Plattfisch angeln, aktiv, so mit dem Klassiker, Buttlöffel, Nachläufersystem und Naturköder. Ja, cool. Und wenn das gut klappt, können wir vielleicht mal, wenn ihr Lust habt, mit Kunstködern, also mit dem Carolina Rig und Gummiwurm aktiv auf Platte fischen. Dann können wir euren Zuschauern oder auch meinen Zuschauern zeigen, dass Plattfischangeln gar nicht so langweilig ist, wie der eine oder andere vielleicht kennt. Jetzt geht's los! Also wenn ihr Plattfischangeln bei uns wollt, ist es erstmal ganz einfach, die Plätze zu finden, weil auf unseren Booten habt ihr sowieso alle Plätze eingespeichert. Ja? Von der Technik her fahrt ihr einfach auf unsere Angelplätze rauf. Ihr macht eure Naturködersysteme fertig, da gibt es ganz normale Seitenarmensysteme mit dem Blei unten oder halt den Klassiker mit dem Buttlöffel, Nachläufer hinten dran, Naturköder wie Seeringler oder Wattwurm. Damit fischt ihr erstmal auf euren Plätzen, so meistens 8 bis 15 Meter, je nach Jahreszeit. Und dann kann man das Ganze auch ein bisschen verfeinern oder ein bisschen mehr Spaß haben, indem ihr eure Platten schon gefunden habt und euer System umbaut, zum Beispiel auf Carolina Rig, auf Texas Rig. Und dann mit dem Gummiwurm aktiv auf diese Platten angelt. Top-Köder zum Plattfischangeln. Hält auch ein bisschen länger am Haken. Hält auf jeden Fall länger als ein Wattwurm, genau. Ich fische das gerne sehr aktiv, das heißt also Buttlöffelsystem wegwerfen vom Boot. Dann lasse ich das an gespannter Schnur absinken. Ja. Warte, bis es auf dem Grund angekommen ist. Wir fischen jetzt hier auf 9 Meter. So, und dann ziehe ich mir das System eigentlich ganz langsam wieder zum Boot. Schon bis? Ja. Da, ja. Bung. Da ist die erste. Siehst du, da ist die erste. Gleich eine Scholle. Ja. Aber noch ein Baby. Ja. Die ist noch zu klein. Also sie wäre schon maßig, aber die geben wir wieder zurück. Ja, alles, wo man nicht genau weiß, wie groß es ist, geht zurück. Genau.
Das war die erste. Katrin, du musst du nachlegen. Ja. Miniaturscholle. Weiß ich nicht. Ah, verloren. Ausgestiegen. Alles wieder mitbekommen. Und dann auf einmal war es schwer. Sagen wir mal schwerer. Aber hast ja gesehen, regulär gehakt. Ja, er hat voll genommen, ne? Bei dem Biss merkst du nicht. Also, Hast keinen Biss gemerkt? nee, nicht so wirklich. Wurde schwerer. Schwerer. Oh, jetzt wieder einer. War schon ein bisschen schwerer jetzt. Siehst du den? Ne, noch nicht. Oh, schön, eine Scholle. Ja. Und wieder aufs Carolina Rig. Unser Revier hier in Mommack am Kleinen Belt zeichnet sich auch aus durch gute Plattfischbestände. Bei uns könnt ihr prima auf Scholle, Flunder, Klische und auch Steinbutt fischen. Die Saison beginnt, so wie jetzt, Ostern meistens im April und zieht sich dann bis in den Oktober und November. Wir haben oben auch hier in Mommack unser riesiges Ferienhausgebiet, wo wir auch im Sommer richtig viele Familiengäste haben mit Kindern. Und da ist das Plattfischangeln also perfekt geeignet für, weil die Kinder, die noch nie geangelt haben, ja fast unter Garantie dann auch Plattfisch angeln können. Also Familienurlaub im Sommer ist hier auch sehr, sehr gerne gemacht in Mommack, weil halt das Plattfischangeln für die ganze Familie was ist. Wenn dann euch noch das passende und richtige, vor allen Dingen Tackle fehlt, dann habe ich auch hier in Mommack noch ein kleines Angelgeschäft, wo ihr frische Würmer bekommen könnt und alles Wichtige, was ihr hier vor Ort braucht zum Fischen. Mittlerweile haben wir auch seit 2021 unsere eigene Marke. Das ist die Marke TOC, wo ich im Prinzip alles Wichtige für euch jetzt nach und nach so in die Produktpalette mit reinnehme. Das geht über Softbaits in verschiedenen Farben, die ihr nicht nur zum Dorschangeln nehmen könnt, sondern auch zum Zander- und Barschangeln. Ja? Und meine beliebten Plattfischvorfächer, die ich auch heute gefischt habe, Tobi, auf dem Boot, gibt es hier alles bei mir. Das wird nach und nach alles ausgebaut. Plattfischsysteme, speziell hier für unser Revier, so wie ich es gern fische, findet ihr alles unter meiner Marke TOC. Und alle diese Produkte bekommt ihr hier bei uns im Laden, aber auch im Online-Shop auf toc-dieostsee.com. Ja, aber denkt dran, ich habe immer nur eine Stunde geöffnet. Von 8 Uhr bis 9 Uhr morgens sind wir jeden Tag für euch da in der Saison. Die guten Spitze mal nehmen da. Ja, schlagen gut, ne? Ich glaube, das ist eine Scholle. Oh ja. Na, die könnte doch schon in deine Pfanne, oder, Tobi? Die könnte man schon. Doch. Was meinst du? Ja, nee. Die holen wir uns nächstes Jahr. Ja, die darf noch ein bisschen größer. Ja. Aber guck mal, wie die großen Köder Ja. attackieren. Ah, toll, wie kurzweilig das ist. Du Ja. ein Fisch nach dem nächsten. Du, Den klasse. richtigen Platz gefunden und dann geht Schlag auf Schlag. Jetzt Super. arbeiten wir noch an der Größe. Toll, Mats. Super. Oh, Doppeldrill. Oh. Ja, Doppeldrill. Da kommt sie. Oh ja. Und hier Und hier Katrin auch, auch. hier. Super.
Bad Petri Heil. Petri Heil. Ich glaube, das ist eine Familie, ne? Oder? Ja. Wir haben beide rote Punkte. Ja, auch das noch. Tatsächlich, ein Stamm. Ja. Klasse. Ich habe extra meine Rute weggelegt. Ich Ja, dachte, da kommt tut mir jetzt leid. ein Löwe, dachte ich. Oha. Oha. Das ist wirklich eine Briefmarke. Ja. Süß. Ja. Ja. So, dann geht's aber Schlag auf Schlag hier, du. Wieder eine echte Scholle. Ach, schade. War aber auch nicht so groß. Was sagt der Wurm? Sag mal. Ja, ist noch gut. Nee, das. Ach Tobi, lass mich doch mal probieren. Na gut, dann raus damit. Aber auch mit ihrem Wurmbündel fängt sie gleich noch Fisch. Pass Ja, mal na auf. klar. Also schön angeködert müssen die Würmer nicht werden. Langt auch, wenn an der Hakenspitze noch ein bisschen was. Oh, ein bisschen besser, ne? Ja, verkauft sich gut. Na, Ein Dorsch. nee, oh, eine schöne Platte. Oha, das ist genau die wir. Hier, Ja, Eine für die Pfanne. jo. Super. Ja, Mensch, du kannst doch Plattfische fangen. Mein Lieber. Ja, Passt sehr gut in die Pfanne. ja. wow, Wow. toll. Super. Den nehmen wir auch mit, ne? Ja, natürlich. Mit dem gleichen Würmchen nochmal einfangen. Sparsam mit Würmer bist du aber. Ja, Das nennt man effektives Plattfischangeln, was Katrin Ja, meint. genau. ein bisschen kleiner. Ja, aber trotzdem auch. In der Ostsee schon. Ja, ja, Hübsch sehen die aus. ja, Ne? wirklich. Ja, diesmal musste ich, glaube ich, den Wurm aufgeben. Den hat Ja, sie jetzt da voll muss ich auch mal eine inhaliert. Operation machen, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Schöne Scholle. Ja. Na komm. Und Mats, erzähl du mal deine Montage. Ja, also wir haben mal ein paar schöne Schollen gefangen mit Naturködern. Jetzt habe ich mal umgebaut auf Carolina Rig. Hier mit dem Durchlaufblei, was hier auf der Schnur läuft. Das trifft hier auf diese Glaskugel. Das löst ja noch so einen akustischen Reiz aus. Ja, auch interessant für die Plattfische. So einen halben Meter Mundschnur und dann habe ich hier so einen Gummiwurm montiert an so einem Offset-Haken. Ja, und da werden wir jetzt noch ein paar Platte mitfangen. So, jetzt habe ich ja einen Carolina Rig montiert und fisch jetzt mit dem Gummiwurm. Ich mache das immer so, dass ich mir erstmal die Plätze suche und mit Naturködern auf Plattfisch fisch. Und um ein bisschen mehr Spaß zu haben oder ein bisschen Action zu haben beim Angeln, baue ich das ganze System um. Und da hatte ich sogar ein Biss. Und fisch dann mit dem Carolina Rig, wie gesagt, und Gummiwürmern auf Platte. Ist eigentlich eine ganz spannende Alternative zum Naturköderangeln. Man muss sehr aktiv fischen. Wenn die Plattfische auf die Gummiköder gehen, das ist wie so ein richtiges Tocken, wie so ein beim Dorschangeln, weißt du. Und ja, das ist so die breite Palette, die Vielfältigkeit beim Plattfischangeln. Das ist nicht nur in Anführungsstrichen Plumpsangeln, einfach das System runterlassen und warten, bis was anbeißt, sondern aktiv fischen mit Naturködern oder wie jetzt mit dem Carolina Rig. Das macht das ganze Plattfischangeln, ja, ich würde sagen, spannend und ja, vielfältig. Ne? So, die erste Platte auf Kunstköder. Zweite. Zweite, stimmt. Ja, eine Scholle. Oh ja, schöne. Sehr. Oh ja. Schön. Hängt super. Auch Offset. Ja, und das Schöne am Offset-Haken, seht ihr hier, hängt vorne nur ein bisschen drin, könnt ihr prima wieder releasen.
eine kleine Scholle. Okay? Ja, also von der Bissfrequenz mit Seeringel, Wattwurm ist die extrem höher, muss man ganz klar sagen. Bringt auch Spaß. Also. Seeringel, Wattwurm gibt's nicht. Das ist die Mischung zwischen Seeringel, Seeringel. Du meinst, da hat sich ein Wattwurm mit einem Seeringel gepaart? Mit dem Seeigel. Nimm schon auf, oder? Mhm. Okay. So, nachdem ich jetzt die ganze Zeit zugucken konnte, wie man das so schön macht, will ich mich natürlich auch mal schneidern. Das musst du liefern, ne? Das weißt du. Ja. Wie sagt Horst Hennig immer so, können kommt von kann kommt von können, ne? Ja, richtig. Und immer Glück. Glück ist auch Können. Ja. So. Ja, bei Mats haben sie hinten den Gummischwanz abgebissen. Das Schwänzchen. Jetzt tüdelt er gerade einen neuen Köder auf. Ja. Er hatte eine Scholle Interesse angemeldet, aber konnte ich nicht verwerten. Tja, und Tobi badet die. Gleich kommt die hier. Da hat die was gehabt. Ja? Ja. Hier war eben mal kurz eine Aktion. Gucken wir mal. Nee. Na? Was ist hier? Ja? Ja. Wenn das mal ein Fisch ist. Aber wenn das einer ist, dann ist das schon. Meinst du, das ist einer für die Pfanne für dich heute Abend? Ich glaube nicht, dass es ein Fisch ist. Ich glaube, ich habe da irgendwas. Doch, jetzt war der Aktion. Doch. Ach, der hat sich aber gut verkauft, du. Ja. Aber ich sag mal so, Die Größe ist okay, würde ich sagen. so schlecht ist der nicht. Nee. Ja, prima. Naja, aber so dünn, ne? Ja, Jahreszeit, ne? So, ne? Ein Schneider. Ein Schneider. Plattfisch kann ich nun mal. Ja, geht auch schnell zurück. Zum Abschluss nochmal auf Kunstköder. Ja, der dritte. Der dritte Fang. Cool. Und hier. Richtig cool. Und wir haben den Grand Slam, wir haben eine Scholle, wir haben eine Klische und noch eine Flunder. Ja, siehst du wohl. das ist ja klasse, ne? Ich kann sagen, die sieht doch etwas anders aus. Ja, und rau. Ganz rau. Ja, Ja. die ist nicht so weich wie die Scholle. Das ist Ja. die Scholle. Das ist die, wie heißt das? Flunder. Plunder. Ja. Super. Mats. Petri! Petri Dank. Nichts anderes hatte ich erwartet, dass Ja. wenn wir mit dir rausfahren, Ja. dass ein Plattfisch den nächsten reiht. Und das ist natürlich das Schöne. Man muss nämlich gar nicht mit Mats zusammen rausfahren, sondern man braucht einfach nur bei ihm ein Boot chartern. Die Tipps kommen Automatisch. gratis dazu. Genau. Großer Daumen nach oben. Ja. Doppeldaum. Und heute Abend gibt es Scholle Sattboy. Ne? Ja, da müssen wir noch einen holen. Ja. Oder Kartoffeln dazu. Ja, genau. Was meinst du? Muss ich mal rausholen. Von der Größe her Ja, und von der Dicke ja. bin ich eigentlich auch. Ja, dann nehmen wir den. Ja? Alle zwei kleine, eine große. Super. Genau. Perfekt. Ja, Mats, das war ja wieder grandios mit dir an Bord jetzt hier. Ja. Eine Platte nach der nächsten. Ne? Also hochfrequentes Fischen. Das Hochseeangeln an sich hat seinen Reiz nicht verloren. Man braucht die Dorsche nicht. Man kann auch schön zum Plattfischangeln, zum Mats fahren. Und hat eine tolle Frequenz und auch tolle Fänge.
Und auf jeden Fall eine super Alternative. Und bei dem Wetter, bei der Kulisse, die wir heute haben, ist es auch geil, einen Tag auf See zu sein. Das können wir natürlich nicht garantieren. Ja, genau. Aber eine gute Fischweid allemal. Ja. Und das Schöne ist ja auch, man kann auch bedenkenlos mal wieder zurück releasen. Ne? Klar. Auch diese Fischerei, die du jetzt gemacht hast heute, so, also nur mit einem Haken, kein Paternoster vormachen oder sowas. Da hat man wenig Beifänge bei und kann auch den Fisch bedenkenlos wieder zurücksetzen. So ist es. Und sich wirklich dann auch nur die Sahnestücke mitnehmen, weil man braucht ja nur ein Essen. Wenn man ein zweites Richtig. Essen braucht, muss man halt nochmal losgehen. Genau. Nochmal einen zweiten Tag Boot mieten. Zum Beispiel. Ja, super. Mats, schönen Dank. Gerne. Ne? Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Kommt mal bei Mats vorbei, lohnt sich alle mal. Schaut vorbei, alles klar. Macht's gut.